Worauf man aufpassen muss heutzutage im 21. Jahrhundert, wenn man in zum Beispiel ein Museum für afrikanische Kunst geht, ist, glaube ich, dass man als Museum, als Institution genug Informationen gibt dem Besucher, der Besucherin über die Art und Weise, wie und wann und durch welche Hände diese Kostbarkeiten gekommen sind. Es ist nicht dasselbe, ob sie eine sogenannte Sapi-portugiesische Elfenbeinarbeit, die im 16. Jahrhundert in der westlichen Goldküste, heißt es, also wo heute Sierra Leone ist ungefähr. Es ist nicht dasselbe, ob Sie so etwas in einer Sammlung haben, in Rom, in Paris, in London, in Berlin gibt es auch einige nicht so tolle wie hier, oder ob Sie eine Kraftfigur haben, die im 19. Jahrhundert im Rahmen einer Plünderung eines Dorfes zum Beispiel in Kongo weggenommen wurde. Und diese Unterschiede kann man vielleicht nicht immer für jedes Objekt festlegen, aber es gibt Momente des Sammelns. Und ein Moment des Sammelns, ist in Europa die Zeit um 1900 und Italien wird auch davon getroffen worden sein. Also es gibt die sehr frühen Objekte, aber diese Zeit um 1900 ist der Höhepunkt der Kolonialzeit, dieser sehr asymmetrischen Gewaltausübung von Kolonialmächten, europäischen und kolonisierten ehemaligen Königtümer, die komplett ins Rudern kommen und auch Opfer großer militärischer Expeditionen. Ein Kollege spricht vom nullten Weltkrieg, wenn er über die kolonialen Kriege spricht. Und das ist interessant. Es waren nicht nur kleine Kriege, es ist eine Masse an Kriegen. Und bei jedem dieser sogenannten Strafexpeditionen wurden, oder bei fast allen, Objekte mitgenommen. Und das muss klar werden, damit das Publikum nicht nur genießen kann und sich öffnen kann, sondern auch eben ein historisches Bewusstsein bekommt für das, was Europa ist und das, was afrikanische Länder verloren haben durch diese Extraktion von Kulturgütern.